Herzlich willkommen. Ich bin gebeten worden, etwas zu dem Thema Selbstzweifel zu sagen. Selbstzweifel, die uns ja oft ein Leben lang verfolgen und dies oft schon seit der Kindheit. Und natürlich möchte ich gerne darüber sprechen, wie die Dharma-Praxis helfen kann, Selbstzweifel zu mildern, vielleicht sogar dann eines Tages ganz aufzulösen. So, wie sie entstehen, lässt sich natürlich nicht abschließend sagen, aber sicherlich werden Selbstzweifel gefördert durch Interaktionen mit Erwachsenen, Mutter, Vater, andere ältere Menschen, die uns immer wieder sagen, du machst es nicht richtig. Und uns zu wenig Feedback geben darüber, wann wir es denn wirklich richtig machen. Und so fehlt uns der äußere Spiegel für dann, wenn wir gut unterwegs sind, wenn wir gute Lösungen gefunden haben, wenn wir etwas in Anführungsstrichen richtig gemacht haben. Eigentlich wäre eine Kultur ganz gut, in der wir kaum etwas falsch machen können, dass in unserem Umfeld eine Atmosphäre herrscht, in der wir prinzipiell so unterstützt werden, dass wir in unserer Intuition, in unserer Entscheidungsfindung, in unseren Wahlen, die wir treffen, dass wir da Unterstützung erfahren und zusätzlich vielleicht noch sagen, aber hast du schon daran gedacht? Guck mal, so könnte es vielleicht sogar noch einen Tick besser gehen. Ja, aber dass diese grundlegend unterstützende Energie da ist, das würde helfen, nicht so viel Selbstzweifel entstehen zu lassen, und es hilft auch, wenn wir so eine unterstützende Atmosphäre in unserer Umgebung schaffen, dass andere und wir selbst mit der Zeit unsere Selbstzweifel auflösen. Selbstzweifel sind ein richtiges Hindernis auf dem Weg. Erstaunlicherweise hatte der Buddha Zweifel als eine der Wurzelemotionen genannt, die den Weg zum Erwachen verstellen. Und wenn wir uns anschauen, was er damit gemeint hat, wird offenkundig, dass es darum geht, auf gemachte Erfahrungen aufbauen zu können. Also ich mache eine Erfahrung, zum Beispiel, dass mir Entspannung gut tut, dass mir es gut tut, wenn ich ärgerlich bin, einfach mal im Jetzt anzukommen. Und dann kann ich das nächste Mal auf diese gemachten Erfahrungen aufbauen, weil ich weiß, dass mir das gut getan hat. Wenn ich leider diese Erfahrung, die ich gemacht habe, anzweifle, sage, vielleicht habe ich mir das nur eingebildet. Also ich habe es zwar erlebt, aber einen Tag später sage ich, vielleicht habe ich mir das nur eingebildet. Dann kann ich darauf nicht aufbauen. Ich stehe wieder am Punkt Null und muss wieder von vorne anfangen. Und so ist das auch in Beziehungen, wenn wir unserem Gefühl nicht trauen können, dass die Beziehung okay ist und dass wir einen positiven Draht miteinander haben, sondern denken, vielleicht bilde ich mir das nur ein, vielleicht mag mich die Person gar nicht, dann kann ich in der nächsten Begegnung nicht darauf aufbauen. Und tatsächlich braucht es für gesunde Lernprozesse, braucht es diese Schrittchen, wo eins auf dem anderen aufbaut und wir allmählich eine verlässliche Lebenserfahrung bekommen. Eine verlässliche Lebenserfahrung, die ermöglicht uns dann in vielen Bereichen relativ schnell Entscheidungen zu fällen, während wenn die Selbstzweifel aktiv sind, wir nie zu einer Entscheidung kommen, weil wir nicht wissen, ob wir uns auf das verlassen können, was wir in ähnlichen Situationen schon erfahren haben. Oder ob das, wie gesagt, das ist so der Satz, den ich am häufigsten höre, ob ich mir das nur eingebildet habe oder ob das Wunschdenken sei.
Und so ist es dann in der Meditationspraxis und auf dem spirituellen Weg, ist es ganz wichtig, dass Menschen, die Selbstzweifel haben, in eine Interaktion kommen mit anderen, die auch auf dem Weg sind und mit Älteren, die den Weg schon ganz gut kennen, um Feedback zu bekommen für all die Bereiche, in denen sie richtig liegen. Und ein klares Feedback für wann und warum wir da nochmal hingucken müssten. Also so wirklich nachvollziehbar und dass zum Beispiel Lehrende auch dann die Fähigkeit haben, darauf zurückzukommen, auf das, was schon geklärt war und zu sagen, ja, das hast du schon erfahren und darauf können wir aufbauen. Zum Beispiel jetzt ein subtileres Beispiel ist, du hast doch schon erfahren, wie es ist, wenn du ärgerlich bist und direkt in diese Emotion des Ärgers hineinschaust. Dann hast du gemerkt, dass gar kein Ärger zu finden ist. Und warst ganz überrascht. Diese Erfahrung, die kennst du. Versuch immer mal wieder auf ähnliche Art in Emotionen hineinzuschauen, damit sie sich auflösen und du immer sicherer wirst, dass es tatsächlich die Natur von allen Geistesbewegungen ist, sich so in sich selbst aufzulösen, tatsächlich unauffindbar zu sein. Und das geht natürlich nur, dass wir mit der Zeit zu so einer Gewissheit kommen in verschiedenen Bereichen des Dharmas, in verschiedenen Bereichen des spirituellen Weges, wenn wir die gemachten Erfahrungen tatsächlich abchecken mit jemandem, der sich auskennt, Bestätigung erfahren, ein Vertrauen entwickeln, ja, das habe ich erlebt, und dann kommt die nächste Erfahrung. Alle diese Erfahrungen zusammengenommen, die bringen dann mit der Zeit Gewissheit. Und damit sind wir in der Lage, immer vertrauter mit uns selbst umzugehen, immer sicherer in der Welt Entscheidungen zu treffen, weil wir die Zusammenhänge wiederholt beobachtet haben, wie diese innere Haltung zu der Art von Sprechen führt, zu der Art von Resonanz in der Umwelt, und wir vertrauen drauf. Und wir beginnen auch darauf zu vertrauen, dass wir genau diese Zusammenhänge gestalten können. Das ist ein anderer Bereich von Selbstzweifeln, das ist diese Gestaltungsfähigkeit, dass ich also ein Vertrauen entwickle, dass ich einen Einfluss auf die Situation habe. Und auch da können wir sagen, dass die Eltern eine große Rolle spielen in dieser ersten Phase des Lebens, wo die Selbstzweifel sich am ehesten einnisten. Sie spielen eine Rolle, indem sie auch dem Kind aufzeigen können, schau, wenn du so dich verhältst, dann hat das die und die Auswirkungen. Du gestaltest, du bist Mitgestaltende in der Situation. Und das bringt natürlich dann mit der Zeit ein Gefühl von verlässlicher Erfahrung, mich so oder so verhalten, das sind die verschiedenen Optionen, die ich habe, und es hat verschiedene Auswirkungen, und ich kann dann tatsächlich meinen Geist so ausrichten, meine innere Haltung so ausrichten, dass das gewünschte Ergebnis eher möglich ist. Natürlich sind dann noch andere Erfahrungen dann im Umfeld, also andere Einflüsse im Umfeld, die wir zu berücksichtigen haben. Aber diese Fähigkeit, selbst zu gestalten und die Erfahrung zu machen, dass es wirkt, das löst auch wieder Selbstzweifel auf und gibt ein gesundes, soll man sagen, Selbstwertgefühl ist das eine, aber eine Sicherheit im Einschätzen von Situationen und im Ausführen von Handlungen. Und das sind
genau die Fähigkeiten, die es braucht, um auch auf dem spirituellen Weg Fortschritte machen zu können, weil wir ja uns einschätzen müssen. Wir müssen dem vertrauen, was ich über mich wahrnehme. Wir müssen vertrauen können in die Lösungen, die wir bereits gefunden haben, in die Gestaltungsmöglichkeiten, die wir haben, um in Richtung dieser Lösungen zu gehen, in uns selber und mit anderen, wieder neue Erfahrungen sammeln und so vollzieht sich dieser Weg. Ein Weg, der auf Erfahrung aufbaut, zu einem Vertrauen führt, das auf Erfahrung basiert und dann zu einer Gewissheit, zu einer unumstößlichen Gewissheit aufgrund von hundertfacher und tausendfacher Erfahrung, an der kein Zweifel besteht. Gesunder Selbstzweifel ist immer angebracht, weil wir ja auch aus Erfahrung kennen, dass wir uns täuschen. Das gehört dazu. Jemand mit einem gesunden Selbstvertrauen kann auch sich selbst in Frage stellen oder kann auch gut damit umgehen, wenn andere unsere Einschätzung in Frage stellen, weil wir auf gemachte Erfahrungen zurückgreifen können und wir jetzt ja gerade in einem Bereich angesprochen werden, wo die Dinge noch nicht so sicher sind. Und in dem Bereich sind wir forschend unterwegs. Und jemand mit einem guten Selbstvertrauen, mit einer guten Fähigkeit zu gestalten, der ist dann in der Lage, in diesem noch zu erforschenden Bereich auch den Input von anderen gut aufzunehmen und in die eigene Beobachtung zu integrieren und tatsächlich dementsprechend dann bessere Entscheidungen zu treffen. Und das spielt in die Beziehung mit dem spirituellen Lehrer oder der Lehrerin ebenfalls hinein, weil die machen ja Vorschläge. Die sagen uns, könntest du es so und so angehen, in deiner Meditation oder im Studium oder auch in der Lebensgestaltung. Und dann probieren wir das aus und verifizieren mit unserer eigenen Erfahrung, ob dieser Rat tatsächlich hilfreich war, ob er stimmt. Und da haben wir das Gefühl, dass wir in einem ganz fruchtbaren Prozess mit der Umwelt sind. Wir können die Ratschläge aufnehmen, sie fallen auf den Boden unserer gemachten Erfahrungen, werden damit abgeglichen, etwas davon macht Sinn und führt zu den nächsten Verhaltensänderungen auf dem Weg der Praxis. Und so löst sich mit der Zeit der Selbstzweifel weiter auf. Wir erleben uns als durchaus kompetent im Einschätzen und in der Gestaltung. Und schlussendlich, ich meine, das ist natürlich dann, wenn der Weg wirklich Früchte zeigt, dann merken wir, dass diese Funktionen des Unterscheidenkönnens von dem, was wir erleben, was um uns herum passiert und die Entscheidung, die wir treffen, dass die gar nicht mit einem soliden Jemand zu tun haben, also mit einem festen Ich, das irgendwie gut oder schlecht wäre, an dem man auch Zweifel haben könnte, sondern dass das ganz spontane Funktionen unseres Geistes sind, die immer besser funktionieren, je entspannter wir sind. Je offener wir sind, desto mehr kommen diese natürlichen Qualitäten zum Vorschein. Und wir entdecken das, was wir das Nicht-Selbst nennen. Ich schmunzle so ein bisschen, weil Nicht-Selbst, wenn wir das entdeckt haben, können natürlich keine Selbstzweifel in dem ursprünglichen Sinne wieder auftauchen. Wir haben dann ein Selbstvertrauen, was viel tiefer noch geht als in dieses konstruierte Selbst, sondern es geht in das eigentliche Selbst, in das wahre Selbst, also in das, was wir eigentlich die Buddha-Natur nennen. Diese grundlegende Güte unseres Seins, aus der heraus sich die unterscheidende Weisheit manifestiert, Mitgefühl, Einfühlungsvermögen und so weiter, all diese Qualitäten. Und das löst natürlich immer weiter dann die noch verbleibenden Reste von
Selbstzweifeln auf und gibt tiefes Vertrauen in ein So-Sein, für das wir uns dann gar nicht mehr anstrengen müssen.